Der rote Faden dieser CD ist ganz sicherlich der polnische Geiger Paul Kochanski. Ihm sind die Mythen von Szymanowski gewidmet. Er hat von Ravel die Pavanen bearbeitet, wie wir finden, in ganz erstaunlicher Weise. Er ist auch teilweise Berater des Komponisten Prokofjew gewesen und ich fand von Anfang an faszinierend, wie stark Kochanski anscheinend Einfluss in die Entstehung der Werke gehabt hat und wie innovativ und wie bereit er war, neue Bahnen, neue Wege zu gehen. Er war sehr experimentell, was den Klang der Violine angeht. Er hat unheimlich viele Flageolet, dunkel klingende Flageolettöne, panflötenartige Klänge produziert, sehr viele Glissandi zusammen mit Trillern kombiniert. Er war also sehr erfindungsreich und hat, finde ich, mit diesem Mut oder mit dieser Experimentierfreude bestimmt auch seine Komponistenpartner inspiriert und beeinflusst. Noch ein leitender Pfand in der Zusammensetzung des Programms war die neu entstandene Freiheit in musikalischer Gestaltung während und natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg, wo die ganze etablierte Formen irgendwie an Kraft verloren haben und Komponisten, die teilweise auch sehr jung, wie Messiaen mit 25 Jahren oder Szymanowski, gerade in seinem Umbruch zwischen Spätromantik und einem eigenen expressiven Stil begleitet hat. Und diese Experimentierfreudigkeit und auch eine natürlich gewisse Zweifel diese Komponisten begleitet hat in einer Suche nach einer neuen musikalischen Sprache. Also die Besetzung Violine und Klavier hat der Ravel als eine der unmöglichen Besetzungen bezeichnet. Ja, das finde ich also sehr witzig irgendwie und das heißt für mich auch so ein bisschen, Duo Violine und Klavier ist eigentlich an der Grenze zu einer anerkannten Kammermusikbesetzung und was wir eigentlich schon seit 10 Jahren machen, Daniel und ich, als Duo, das ist so ein bisschen der Kampf gegen die Solisten, die sich zusammensetzen und mal eben eine Sonate spielen. Und was uns wichtig ist, glaube ich, zu zeigen, dass eben auch eine Arbeit als Duo eine Geschichte braucht und einen gemeinsamen Weg. Ja, was uns einfach sehr wichtig ist mit der CD, aufzuzeigen, was möglich ist, wie stark sich die Instrumente Geige und Klavier auch klanglich näher kommen können. Aber das ist eben auch ein Teil unserer fast über 10 Jahre andauernden Zusammenarbeit.